Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. The Stanley Parable ist jetzt an der Reihe. Nachdem ich schon Dr.Lanzkov, The Tiger and the Cursed Emerald gespielt habe, das ist also ein ewig langer Titel gewesen, wollte ich dieses Spiel letztendlich auch mal anzocken, denn es ist von den gleichen Entwicklern. Und mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. The end is never the end is loading. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, also viel Text zum Lesen. Wir sind hier also jetzt der Stanley und sind also quasi so eine Art ja, Büroarbeiter. Und ja, letztendlich drücken wir täglich unsere Knöpfe, aber ab heute oder seit heute ist irgendwie was Komisches passiert. Denn wir kriegen keine Befehle mehr oder keine Arbeitsanweisung und er ist auch irgendwie so der Einzige, der noch da ist. Türen sind alle verschlossen. Ich muss mal meine Maussensitivität anders einstellen. Ich hoffe, das hört man nicht. 1600 dpi. dpi. Okay. Gut, dann will ich hier mal sehen. All of his co-workers were gone. What could it mean? 800 Stanley dpi. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, also zum Konferenzsaal. Unsere Tür ist auf jeden Fall schon mal zu. Hier sitzt niemand. Wie es aussieht. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Hier ist ein Computer. Den machen wir da einfach mal aus. Okay, also hier tut sich absolut nichts. Ich kann auch nirgendwo rein. Da ist eine Tür. Kommen wir aber auch nicht hin. Okay. Hier ist ein Computer. Okay. Hier kann man nicht viel machen. Dann gehen wir nochmal weiter. Was steht da? I hate Mondays. Oh ja, da ist was Wahres dran. Ja, in die Räume kommt man hier absolut nicht rein. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. Gehen wir jetzt links oder rechts? Na gut, das Spiel, dass wir links will, dass wir links gehen, dann gehen wir doch mal links. Wir können ja im Prinzip schauen, was das Ganze jetzt bringt. Yet there was not a single person here either. Okay. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. What do people want? Things, money, things, but with money to buy more money, more things. Okay, also hier ist nach wie vor nichts los. Oh, was ist hier? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Okay.
Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hier kannst du auch echt nichts machen. So, was ist hier los? Boss? Ist das der Boss? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? Das Klavier What he klingt wie eine could not have Tastatur. known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Oha. Oh, Fahrstuhlfahren. Jesus, wo geht's denn hier hin? Wo sind denn alle? Sind wir hier in Bayern? Ist ein Feiertag. Und ich hab's nicht mitgekriegt. Welches Ende haben wir jetzt quasi verursacht? Das ist die Frage. Komm. Oh. Abbrechen. Hoffentlich hat man das nicht gesehen. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. It's a little bit spooky. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Boah, wäre da jetzt nichts gewesen, ich wäre so runtergefallen einfach nur. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Okay. Kamera. Ja, ich kann wohl nur die Kamera drücken, was? Now the monitors jumped. Fired. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Okay. Was passiert nun? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ich bin da. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wir werden also irgendwie kontrolliert? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ich hoffe, ihr könnt das alles lesen. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Das ist ja schon mal crazy und abgefahren, oder? Oh, shit. Jetzt kommt es wahrscheinlich hier auf die Reihenfolge an, oder wie, oder wo? 3. Wo geht's hier hin?
Wir gehen mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob das hier sinnig ist, was ich hier mache. 4. Oder soll ich jetzt erstmal einfach über die Brücke da gehen? Ich gehe mal erstmal hier lang. Das da unten sieht ja auch cool aus. Oh, diese Zahlen sind ja nicht ohne Grund da. Aha. System Power off. And when at last he found the... Ja. Und nun? blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been Wir sind seeking. frei, auch wenn wir gar nicht wussten, dass wir gefangen Perhaps his goal waren. had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be Oh, das sieht aber schön his. aus. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Was für eine Stanley Firma haben wir denn da stepped through gearbeitet? the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin. The feeling Okay, of ich kann mich nicht liberation. bewegen, das macht das Spiel jetzt selber. Immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Beat the Game, Errungenschaft. Weiß nicht, ob man es sieht. Okay. Ja, es sieht fast so aus, als hätten wir 427 sind wir, genau, das hätten wir auf dem Monitor mal uns angucken müssen. Also es sieht so aus, als hätten wir das erste Ende dieses Spieles durchgespielt und fassen wir nochmal zusammen, was wir denn überhaupt jetzt erfahren haben. Wir sind Stanley, arbeiten jeden Tag in dieser Firma mit vielen Leuten zusammen und bekommen quasi über diesen Computer quasi die Arbeitsanweisung, was wir halt machen sollen. Und ja, wir wachen auf oder stellen fest, alle sind weg, es kommt keine Arbeitsanweisung, wir laufen durch das leere Gebäude und stellen dann letztendlich fest, alle sind weg und wir befinden uns in einer Mind Control Facility. Also wir werden halt, unsere Gedanken werden kontrolliert, wir sind halt quasi schon irgendwie gefangen und können dann letztendlich die Maschine abstellen und sind frei. Und damit endet dann das Spiel. Und ich denke mal, jetzt fängt es wieder von vorne an. Und damit will ich es auch bei diesem Ende erstmal oder bei diesem Part erstmal belassen. Ist ein guter Auftakt, denke ich mal. Und ich bin mal gespannt, was können wir jetzt anders machen, damit wir ein anderes Spiel letztendlich dann auch sehen oder ein anderes Ende letztendlich. Natürlich, es gab nach vorn diese Möglichkeit, die Tür rechts zu nehmen oder links. Und vorhin gab es auch die Möglichkeit, die Treppe hoch, die Treppe runter. Mal schauen, ich bin gespannt. Den Part werde ich jetzt erstmal beenden. Hoffentlich hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Stanley stood for a long time in one spot. It's part of a game. He likes to see how long he can go without dying. So far, he's doing excellent. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work. Genau, und mit diesen Worten beende ich jetzt diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.